den gigantischen Schuldenberg, den Sie hier anhäufen, wäre das so gar nicht möglich. In der freien Wirtschaft würde man dieses Bundesland hier als Zombiefirma bezeichnen. Sie wären gar nicht lebensfähig ohne die Schulden. Sie haben nämlich in den letzten Jahren, weil Sie über Ihre Verhältnisse gelebt haben, jeden Cent der Rücklagen dieses Landes geplündert. Alles, was hier irgendwann mal in guten Zeiten zurückgelegt wurde, wurde rausgeschmissen für Ihre ganzen Projekte. Und jetzt, wo Sie kein Geld mehr hatten, haben Sie einfach einen neuen Schuldenberg erschaffen und nennen ihn Corona-Sondervermögen. Unter diesem Deckmantel mit angeblichem Corona-Bezug, wo überhaupt kein Corona-Bezug herrscht. Hey Leute, willkommen zurück. Heute geht's um Ulrich Siegmund von der AfD, der in seiner Rede mal so richtig Klartext redet. Siegmund rechnet mit der CDU ab, nennt sie den Sandmann, der den Menschen Sand in die Augen streut. Er sagt, Schluss mit der Märchenstunde. Sie feiern sich für Erfolge, die sie selbst nicht mal zu verantworten haben und haben sich komplett vom Volk entfernt. Siegmund zeigt auf, dass die CDU über Jahre hinweg Entscheidungen getroffen hat, die Deutschland heute in eine schwierige Lage gebracht haben. Er fordert uns auf, aufzuwachen und zu erkennen, dass die CDU in Wahrheit eine linke Politik durchsetzt und uns täuscht. Bleibt dran, es wird spannend. Und während Jens Spahn jede Möglichkeit nutzt, um in die Kamera zu sprechen und die Ampelregierung für alles verantwortlich zu machen, sollten wir nicht vergessen, die CDU hat die Regierung in einer Zeit übergeben, in der die Wirtschaft im Wachstum war. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Auf geht's. So, jetzt auch Schluss hier mit der Märchenstunde. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Sandmann, der muss CDU-Mitglied sein, weil ich kenne sonst niemanden in diesem Land, der den Menschen mehr Sand in die Augen wirft. Und ich kenne niemanden, der es schafft, sich so oft als Feuerwehr zu verkaufen, obwohl er selbst ja Brandstifter ist. Das muss man hier mal ganz klar so sagen. Da muss man sich mal überlegen, worum es hier heute geht. Wir sollten uns heute selbst feiern, beziehungsweise die CDU möchte sich heute selbst feiern, weil wir in diesem Bundesland eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 2,6% feststellen konnten. Mit diesem Argument möchte sich die CDU heute selbst die Krone aufsetzen und dass sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, wie toll alles ist und dass das alles auf ihre tolle Regierungspolitik zurückzuführen ist. Das zeigt eigentlich nur zwei Dinge. Erstens, wie weit sie sich vom Volk entfernt haben und zweitens, wie sehr sie sich von der Lebensrealität in diesem Land entkoppelt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das möchte ich heute anhand von Fakten, anhand von Zahlen, von Beispielen auch darstellen. Und da lasse ich jetzt einfach mal Fakten für Sie sprechen und da kann sich jetzt jeder ein eigenes Urteil darüber erlauben. Ich fange erst mal an, indem Sie die Jahrgänge 2021 und 2022 hier miteinander vergleichen. Und ich weiß, viele von Ihnen haben vergessen, was hier in den letzten 3 Jahren passiert ist. Wir haben es nicht vergessen und ich habe es nicht vergessen. Und im Jahr 2021 gab es keinen Bereich unserer Gesellschaft, der nicht durch ihre völlig widersinnige und unwissenschaftliche Art und Weise gegängelt, eingeschränkt, genötigt oder irgendwie sonst in der wirtschaftlichen Freiheit unterbunden wurde. Das ist Realität und das haben jetzt viele vergessen. Kein Einzelhandel konnte sich frei entfalten, kein Dienstleistungsbereich konnte seine Kunden empfangen und Lieferketten wurden gestört etc. Sie haben in alle Bereiche unseres Lebens eingegriffen und damit ist es völlig sinnfrei, diesen Jahreszeitraum mit dem von 2022 zu vergleichen, dem Jahr, wo Sie selbst gemerkt haben, Mensch, das passt alles vorne nicht zusammen und die Öffnungen wieder stattfanden. Das halte ich erstmal so fest, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zweitens. Wir gehen hier bei uns im Bundesland von einem sehr niedrigen Level aus. Das vergessen ja viele. Leider sind wir zu Recht immer noch, leider Gottes, ein Niedriglohnland. Jeder Dritte bei uns in Sachsen-Anhalt verdient weniger als 2.500 € brutto. Bundesweit ist es nur jeder Fünfte. Das heißt, die Menschen hier bei uns verdienen viel, viel weniger Geld. Viele Menschen verdienen hier viel, viel weniger Geld. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage, die oftmals in diesem Vergleich mit anderen Bundesländern völlig außer Acht gelassen wird. Drittens. Ich habe mir natürlich mal angeschaut, wie haben sich alle anderen Bundesländer entwickelt. Es gab welche, die haben sich besser entwickelt. Bremen beispielsweise 5% Wachstum, Berlin, Hamburg. Es gab welche, die haben sich schlechter entwickelt, Rheinland-Pfalz beispielsweise. Und es gab viele Bundesländer, Sachsen beispielsweise, auch 2,6%, die haben sich genauso entwickelt wie wir. Und das zeigt eins, es gibt ganz viele Faktoren, die diese niedrigen Veränderungen herbeigeführt haben. Aber eins hat sie ganz sicherlich nicht herbeigeführt, irgendein Einfluss der CDU-Landesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann viertens.
Sie vergessen völlig die Privatwirtschaft hier im Land. Nirgendwo sonst in Deutschland geht die Schere zwischen öffentlichem Dienst und zwischen Privatwirtschaft so weit auseinander wie hier. Und das liegt ganz einfach daran, dass der öffentliche Dienst mit Steuermitteln gepäppelt wird. Da kann die Privatwirtschaft gerade bei uns hier nicht mithalten. Das ist ein riesengroßes Problem, vor dem viele Betriebe stehen und wo sie die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft hier völlig verzerren, und zwar mit Steuermitteln künstlich herbeigeführt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann fünftens. Ohne den gigantischen Schuldenberg, den Sie hier anhäufen, wäre das so gar nicht möglich. In der freien Wirtschaft würde man dieses Bundesland hier als Zombiefirma bezeichnen. Sie wären gar nicht lebensfähig ohne die Schulden. Sie haben nämlich in den letzten Jahren, weil Sie über Ihre Verhältnisse gelebt haben, jeden Cent der Rücklagen dieses Landes geplündert. Alles, was hier irgendwann mal in guten Zeiten zurückgelegt wurde, wurde rausgeschmissen für Ihre ganzen Projekte. Und jetzt, wo Sie kein Geld mehr hatten, haben Sie einfach einen neuen Schuldenberg erschaffen und nennen ihn Corona-Sondervermögen. Unter diesem Deckmantel mit angeblichem Corona-Bezug, wo überhaupt kein Corona-Bezug herrscht, können Sie jetzt hier alles wieder durchhauen, und zwar zulasten zukünftiger Generationen. Auch das spielt hier gar keine Rolle in Ihrer Debatte. Und sechstens, Sie vergessen das Morgen, das passt auch zu Ihrer Schuldenpolitik. Sie leben ausschließlich im Hier und Jetzt. Und Sie haben selbst durch die Blume gerade zugegeben, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und das ist eigentlich auch das, was hier im Fokus so einer Debatte stehen muss. Vor welcher Situation stehen wir hier? Wir stehen vor einer katastrophalen Situation. Sprechen Sie mit den Handwerksbetrieben, sprechen Sie mit den Damen und Herren auf dem Bau, sprechen Sie mit der Gastro. Fachkräftemangel, natürlich, aber warum? Wir haben nicht nur ein Problem mit Fachkräften aus eigener Kraft, wir haben auch ein Problem mit einer Auswanderung, weil die guten Leute hauen ab, weil sie es in Deutschland nicht mehr aushalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen brauchen wir keine Einwanderung, wir brauchen einen Stopp der Auswanderung und wir brauchen eine Konzentration auf die Ausbildung eigener Fachkräfte. Das müssen wir aus eigener Kraft schaffen, und das schaffen wir auch, wenn wir denn wollen würden, liebe Kollegen. Und jetzt komme ich zum 7. Punkt, und das ist der entscheidende Punkt, und das ist auch der Punkt, der eigentlich dieses ganze Schauspiel, diesen Zirkus hier heute schon wieder entlarvt. Wir stehen in diesem Land vor allem, aber ganz sicherlich nicht vor einer guten Zukunft, wenn wir diesen Weg weitergehen, so wie wir ihn gehen. Wir haben die höchste Steuerlast der Welt für den Mittelstand in Deutschland. Wir haben die höchsten Strompreise der Welt, und das nicht. Und das ist jetzt meine Betonung, und hier schließt sich auch der Kreis, nicht wegen der Ampel und nicht wegen den Grünen. Natürlich macht die Ampel alles schlimmer. Und natürlich sind die Grünen so verrückt und machen alles noch viel schlimmer. Aber all der wirkliche Zirkus, den wir in Deutschland im Jahr 2023 erleben, ist Verantwortung der CDU in diesem Land. Die haben alle Punkte herbeigeführt, die genau das zu verantworten haben. Die CDU hat den Atomausstieg herbeigeführt. Die CDU hat den Kohleausstieg herbeigeführt. Die CDU hat seit über 15 Jahren der Genderpolitik den roten Teppich ausgerollt. Die CDU-Politik hat die Bildungsmisere zu verantworten, hat die Situation in den Schulen zu verantworten. Die CDU hat die Grenzen geöffnet, hat die innere Sicherheit in diesem Land gegen die Wand gefahren, meine sehr geehrten Damen und Herren. All das ist Realität, und all das verschweigen Sie natürlich. Und jedem Menschen, der sich wirklich fragt, was hier in diesem Land passiert, was hier vor sich geht, den kann ich nur auf den Weg gehen. Bitte tragen Sie diese Botschaft weiter. Es funktioniert in Deutschland alles nur, weil die CDU sich den konservativen Mantel umhängt und eine linksgrüne Politik überall durchsetzt. Und weil die Menschen darauf reinfallen. Die CDU macht das Hand in Hand mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und deswegen kann ich jedem Menschen in Deutschland mit auf den Weg gehen. Klären Sie Ihre Familie auf, klären Sie vor allem die älteren Menschen auf, die auf diese Lügen hereinfallen. Das ist alles aber nicht konservativ, liebe Kollegen. Und ein tolles Beispiel, ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Wir hatten in Berlin wieder eine Wahl. Und in Berlin hat die CDU womit geworben? Mit AfD-Positionen. Sichere Grenzen, härtere Strafen für Klimakleber. Was ist passiert? Die Menschen sind wieder darauf reingefallen. Sie sind der CDU wieder auf den Leim gegangen. Jetzt regiert die CDU wieder. Und was wird umgesetzt in Berlin? Ein Queer-Beauftragter für jeden Bezirk. Abschiebeaussetzung. Und der ganze grüne Zirkus wird weiter fortgeführt. Berlin bekommt, was sie gewählt haben, eine linksgrüne CDU-Politik, liebe Kollegen. Und aus diesen Gründen, aus diesen Fakten, einmal wirtschaftlicher Fakt und einmal politischer Fakt, ist Ihre Selbstbeweihräucherung nicht nur falsch, sie ist unehrlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie passt aber hervorragend in das CDU-Bild der letzten 10 bis 20 Jahre in diesem Land, liebe Damen und Herren. Und meine sehr geehrten Kollegen, wir brauchen keine Loblieder, wir brauchen Lösungen, wir brauchen Maßnahmen, wir brauchen günstige Energie, wir brauchen eine unternehmensfreundliche Wirtschaftspolitik und keine Ideologie. Wir müssen Fachkräfte aus eigener Kraft ausbilden, Herr Thomas, und da müssten wir irgendwann auch mal anfangen und nicht immer nur erzählen. Mit einer gesunden Wirtschaftspolitik gehen auch gesunde Löhne einher, und das ist es, was wir erreichen müssen. Das schaffen wir das auch ganz aus eigener Kraft.
Und diesen Weg gibt es nur mit der Alternative für Deutschland, mit der AfD. Wir stehen hier an der Seite der Wirtschaft, der Bürger und auch der Mitarbeiter in diesem Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren.